Dann war Arno sowas wie ein Ziehvater für Andi. Kurz bevor Arno gestorben ist, da haben die beiden sich richtig heftig gestritten. Er ist als einziger nicht zur Beerdigung gegangen. Nur Arnos Abschiedsbrief, den schleppt er seitdem ständig mit sich rum. Ich weiß, wie das ist, jemanden zu verlieren. Willst du mich jetzt auch damit zutexten, so wie alle anderen? Meine Mutter ist gestorben, da war ich 12. Haben Sie sich schon für einen Namen entschieden? Bella, deine Mutter, sie hat dich geliebt. Sie war eine Scheißmutter. Danke, dass du mir das alles erzählt hast. So einer Mutter muss man wenigstens nicht nachtrauern. Ich würde dir das so gerne erklären, Bella. Deine Mutter, sie hatte Angst, dass sie alles zerstört. Olli war erst 3 Jahre alt und sie wollte dem Kind doch nicht den Vater wegnehmen. Klar. Was mit mir war, ist ja egal gewesen. Bella, sie war jung und verzweifelt und sie hatte Angst, dass sie... Sie wollte doch nicht dem Mann, den sie liebt, die Familie zerstören. Das ist jetzt alles keine Entschuldigung, aber sie hat unendlich gelitten. Tut mir leid, ich habe dafür gerade wirklich kein Mitleid. Sie hätte mich doch einfach einpacken können und mit mir weggehen können. Irgendwo hin, wo uns keiner kennt. Aber nein, sie hat mich einfach weggegeben. Nein! Es war die schwerste Entscheidung ihres Lebens. Sie hat gefühlt... sie konnte nicht anders. Sie war am Boden zerstört und völlig verzweifelt. Und sie hätte es alleine auch nicht geschafft. Sie hatte doch Freunde, sie hatte dich. Es war eine andere Zeit, ein Kind alleine großzuziehen. Sie hatte einfach Angst davor und sie hat geglaubt, dass du in einer richtigen Familie besser aufgehoben bist. Das war ich auch. Ganz sicher. Jetzt möchte ich nicht mehr darüber reden. Was wolltest du mir denn noch sagen? Du bist doch extra hergekommen. Ich hab dir gesagt, was ich dir sagen wollte. Danke. Please don't let me go. Solltest Gitarrenbauer werden. Ist ja fast besser als vorher. Naja, also der eigentliche Gitarrenbauer war Kims Vater. Von mir kam die Idee, aber bei der praktischen Umsetzung, da war es bei mir eher so eine Vollkatastrophe. Sieht man. Sorry, dass ich vorhin so ausgetickt bin. Ich glaube, ich kann nicht verstehen, dass du Angst hast, vor Zuschauer zu treten. Ja, ich meine, wenn ich mir vorstelle, da zu stehen und zu singen, ganz alleine, ey. Gut. Da, Anderes Thema, bitte. jetzt mal ehrlich. Es gibt bestimmt wahnsinnig viele Künstler, denen es am Anfang ihrer Karriere genauso ging wie dir jetzt. Ja, ist ja auch klar. Wenn du vor Publikum zu stehen, ganz alleine, wer hat da nicht die Hosen gestrichen voll, ja? Aber ich sag dir eins, Angst zu haben, das ist nichts Schlimmes. Du darfst dich davon nur nicht unterkriegen lassen, hm? Mach ich nicht. Eine Sache habe ich gelernt. Das da draußen auf der Bühne, das ist nicht meine Welt. Und ich werde nicht mehr vor Publikum spielen. Ende der Durchsage. Du, hier ist was vom Notar für dich. Und was geht dich das an? Deine Frist um Arnos Erbe ist abgelaufen. Zwar übermorgen schon. Mensch, Andi. Hat man nur auf dem Pott seine Ruhe? Ja, und selbst da folge ich dir, wenn du in Sachen Brandnerbau nicht endlich mal eine Entscheidung triffst. Ich habe mich entschieden.
Oder besser gesagt, Arno hat sich entschieden. Der war nämlich mega enttäuscht von mir. Kapier das endlich. Ach, und das weißt du, weil du 2 Sätze von seinem Abschiedsbrief gelesen hast, ja? Da steht alles drin, was ich wissen muss. Und jetzt gehen wir nicht auf den Sack. Mann, jetzt mach's nicht noch schlimmer. Halt die Frist ein und nimm Arnos Erbe an. Frau Schneider? Xavier lässt nachfragen, ob wir die Sepia-Linguine angeschmolzenen Tomaten oder lieber mit süßen Chili-Gambas anbieten sollen. Ja. Ja, was von beiden? Charlie, Elisabeth. ich hab schon gedacht, du kommst gar nicht mehr von der Nordsee zurück. Wie war's denn? Oh ja, ging so. Luca, treffen Sie bitte die Entscheidung und bringen Sie uns... Espresso. Ja. Sehr gerne. Also entschuldige, dass ich das sage, aber besonders entspannt siehst du nicht aus. Ach, naja, du weißt doch, der Alltag hat einen schnell wieder und das mit Arno steckt mir natürlich auch noch in den Knochen. Hast du es denn ein bisschen verkraftet? Das ist schon schwer. Was macht das Gremium? Ist schon das Chaos ausgebrochen? Entscheidung treffen macht verdammt einsam. Ich weiß gar nicht, wie Ludwig das immer gemeistert hat. Bella, ich kämpfe schon seit einiger Zeit damit, dir etwas zu sagen. Sus, ich finde es wirklich gut, dass du mir das alles erzählt hast. Jetzt kann ich endlich mit dem Thema abschließen. Bella, nein, bitte, ich muss Zu Charlie, wirklich. Wer will schon eine feige Egoistin zur Mutter? Meine Mutter ist tot. Charlie? Oh, entschuldige, Elisabeth, ich bin irgendwie nicht ganz bei der Sache. Ja. Diese Frau, die hätte glatt meine Tochter sein können. Charlie? Was ist denn los? Ich halte das nicht mehr aus. Was denn? Komm, ich bring dich nach Hause. Komm. Luca, übernehmen Sie bitte. Sehr wohl. Ich hätte diesem Vollfrosch bei dem Talentvorentscheid sofort die Backen stopfen sollen. Gewalt ist definitiv immer eine Lösung, aber das heißt nicht, dass Leonie automatisch einen Ton rausgekriegt hätte. Ist da Zucker drin? Ja. Na, jedenfalls hat sie wieder gespielt, auch wenn es nur für sich selber war, aber jedenfalls ist es ein Anfang. Das nie wieder klang aber für mich relativ endgültig. Leonie ist impulsiv. Die holt Platin, bevor ich mein Abi hole. Ja, das glaube ich auch. Außerdem glaube ich, dass eure Oma sie lieber mit Modestoffen rumrennen sieht, als mit einem Mikro in der Hand. Hat Timo dir die Gitarre geschenkt? Nee, das ist meine alte. Kims Vater, Herr Wolf, hat die repariert. Timo möchte, dass du mit der Musik weitermachst. Ja, aber das geht nicht. Du weißt, dass ich dich lieber hier in meiner Firma sehe, als mit einer Gitarre auf der Bühne. Das musst du mir nicht sagen. Darf ich ausreden? Ich bin sehr stolz auf dich, weil du Verantwortung übernimmst, ungefragt und kreativ. Trotzdem will ich keine Enkelin, die vor ihren Problemen davonläuft. Wie meinst du das? Wenn du dich für diese Firma entscheidest, dann tu es bewusst. Aber nicht, weil du von einer Musikkarriere träumst und Angst davor hast. Konfrontationstherapie, ich sag's dir, die muss so lange auf die Bühne, bis es nicht mehr wehtut. Nee, die kann nicht auf die Bühne, solange sie Angst hat. Ja, weil sie positive Bestätigung braucht. Und das heißt nicht, dass du ihr nach einem Ständchen am Lagerfeuer tief in die Augen guckst. Das zählt nämlich nicht. Sie braucht ein neutrales Publikum, was nach ihrem Auftritt abgeht und sie anfeuert, sodass sie mitbekommt, dass sie was drauf hat. Ja. Ich glaube, ich hab's. Was hast du? Schnauze. Wieso denn Schnauze? Ja. Wie redest du? Ja. Danke dir fürs Bringen. Ich will dich jetzt auch nicht länger aufhalten. Du hast ja doch immer viel zu tun. Charlie, ich habe meinen nächsten Termin verlegt. Ich mache dir jetzt erstmal einen Tee. Setz dich. Setz dich. Und wenn du magst, dann kannst du mir erzählen, was passiert ist. Oh, da müsste ich schon weit ausholen. Ja, leg los. Ich habe eine Tochter.
Ich habe sie nach der Geburt zur Adoption freigegeben. Sie ist jetzt 27 Jahre alt. Und sie heißt Bella. Hey. Sag mal, warst du irgendwie zur Meditation? Du wirkst tiefenentspannt. Ich war auf dem Friedhof zusammen mit Charlie. Sie hat mir alles erzählt, was sie über meine leibliche Mutter wusste. Endlich. Ich habe gehofft, dass sie ihre Meinung noch ändert. Weißt du jetzt, warum deine Mutter dich zur Adoption freigegeben hat? Eine Affäre mit meinem Schwager, ja. Olli war damals noch ganz klein und er hing schrecklich an seinem Vater. Ich hätte die Familie zerstört. Noch dazu die meiner Schwester. Und deshalb hast du deine Tochter Bella weggegeben? Das war bestimmt hart für dich, das alles anzuhören. Laut Charlie war für meine Mutter die Adoption die beste Lösung für mich. Dein Vater hat sie einfach sitzen lassen. Ich dachte, es wäre die große Liebe, aber Wolfgang wollte das Baby nicht akzeptieren. Er hat mir sogar in einem Kuvert Geld mitgebracht für die Abtreibung. Aber ich hätte doch nie. Allerdings fehlte mir auch der Mut, das Kind alleine großzuziehen. Die Trennung von Wolfgang, ich habe das kaum verkraftet und dann noch ein Kind. Sein Kind. Es hat Jahre gedauert, Elisabeth. Bis ich Tage hatte, wo ich nicht mehr in Tränen ausgebrochen bin, wenn ich an Bella gedacht habe. Und immer diese Zweifel, ob ich es damals richtig gemacht habe. Aber irgendwann ist der Schmerz über den Verlust ein Teil von mir geworden. Und jetzt komme ich zurück von der See. Da steht sie hier in meiner Küche. Sie wohnt jetzt gegenüber. Hat mich hier mit Käsespätzle bekocht und sie denkt, ich bin ihre Tante. Wie, die wohnt gegenüber bei Olli? Dass mein Vater zu sowas fähig war. Ich hätte das nie gedacht. Du warst ihm wichtiger als alles andere. Dich hat er nie verlassen. Aber meine Mutter? Na. Egal, sie ist tot. Und es gibt keinen Grund, ihr in irgendeiner Weise nachzuweinen. Als sie plötzlich vor mir stand, sie ist so lebendig, so jung und voller Tatendrang. Warmherzig und sehr verletzlich. Was ich ihr erzählt habe, muss sie sehr getroffen haben, aber sie hat versucht, tapfer zu sein. Sie ist ein ganz besonderer Mensch. Natürlich. Sie ist doch deine Tochter. Wir sollten uns viel mehr Zeit füreinander nehmen. Nicht wahr, Jan? Du, Arno, wie wär's, wenn wir mal ins No Limits fahren? Ich gebe eine Runde aus. Ach, Jan, No Limits. Was ist das, wieder eine deiner Spelunken? Du weißt, ich hasse es, wenn du dich tagsüber da rumtreibst. Such lieber deine Schwester. Ich bin nicht dein Sohn. Jan ist auf Lanzarote. Aber jetzt mal im Ernst. Kannst du dir echt vorstellen, hier zu bleiben? So mit Job und allem richtig fest? Mit Job und allem und so richtig. Wenn ich was finde. Andi hat sich aber schon angeboten, sich für mich umzuhören. Das heißt, mir umhören. Andi kann dir 100 Pro was bei Brandner Bau besorgen. Sollte der die Firma nicht auch eigentlich übernehmen? Das ist ein sensibles Thema, dazu sage ich nichts. Aber Fakt bleibt, er kann dir 100 Pro da was besorgen. Läuft? Ja. So. Leute, in gleich 30 Minuten erlebt ihr hier die einzig wahre. The one and only.
die bezaubernde, unvergessliche, großartige und unvergleichbare Leonie. Also wenn ihr dabei sein wollt, schaltet ein. Live und unplugged. Nur für euch. Ja. Ist aus? Das kann so in die Hose gehen. Wirklich. Emil, was soll denn schon passieren? Solange Leo nicht weiß, dass da irgendwelche Leute zu gucken, dann kriegt sie auch keinen Blackout. Ja, aber erinnere dich mal an Mallorca. Da hast du nur diesen Videoclip zusammengeschnitten und ins Netz gestellt. Mallorca war eine ganz andere Geschichte. Ach ja. Stimmt, da war es wenigstens nicht live. Ganz ehrlich, die wird ausrasten und wenn du mich fragst, zu Recht. So. Mann, Emil, ich mach's doch nur für Leo. Damit sie endlich checkt, wie genial sie ist. Wir brauchen nur irgendwelche Leute, die das Ganze auch kommentieren. Ganz ehrlich, das ist in meinen Augen das geringste Problem. Das Problem liegt ganz woanders. Das Timing, wie soll das funktionieren? Wie soll sie in einer halben Stunde pünktlich auf Sendung gehen, wenn sie nicht mal weiß, dass es überhaupt so weit... Und genau darum kümmere ich mich, junger Mann. Raus. So. Ja, Tür auf. So. Raus, genau. Hey, Andi. Gut, dass du da bist. Genau dich suche ich. Hast du ein Glück. Was kann ich für dich tun? Du könntest dein Versprechen wahrmachen. Das vom Baggersee, weißt du noch? Na klar, wie könnte ich das vergessen? Gut, ich. Olli sagt, du könntest mir vielleicht sogar eine Stelle bei Brandner Bau besorgen. Tja, das wird schwierig. Schade. Ich brauche einfach ganz dringend eine Stelle, weißt du. Ich muss sonst zurück nach Tübingen. Ich könnte einen Kumpel anrufen, der arbeitet als Vorarbeiter. Hey, wo hast du den Brief vom Notar? Ja, der ist da, wo er hingehört. Du bist so ein Idiot. Hey, jetzt lass den da drin. Teufel werde ich tun. Der mache ich 100 Kopien und pflaster die ganze WG damit voll. Wenn du nichts Besseres zu tun hast? Du bist so ein Schisser. Stell dich endlich mal der Situation. Wie soll denn das jetzt weitergehen mit dir und deiner Tochter? Ja, ich wollte ihr ja alles sagen auf dem Friedhof, aber Bella hat gleich so heftig und verletzt reagiert. Mir ist klar geworden, sie darf nie erfahren, dass ich ihre Mutter bin. Charlie, was erwartest du? Du empfindest doch eine ganz starke Verbindung zu ihr. Also solltest du ihr die Chance geben, ihre Aber Mutter... sie wird mir keine Chance geben. Sie hat deutlich gemacht, dass ihre Mutter für sie tot ist. In jeder Hinsicht. Und dieses Bild soll sie jetzt für immer behalten. Sie kann nicht davon ausgehen, ihre Mutter von einer anderen Seite kennenzulernen. Du musst auf sie zugehen. Charlie, du musst ehrlich zu ihr sein. Oder willst du, dass Bella ihrer Mutter nie wird verzeihen können? Nein. Aber sie wird Antworten einfordern. Antworten, die ich ihr noch gar nicht geben kann. Also wenn Andi die Firma übernehmen würde, dann könnte er jeden einstellen, auch dich. Bella, einfach nicht beachten. Aber ich verspreche dir, ich kümmere mich darum. Gibst du mir mein Handy? An Arno kannte ich so gut. Ich bin mir sicher, dass er nicht enttäuscht von dir war. Gib mir mein Handy. Okay, Jungs, atmen. Andi, lies doch den Abschiedsbrief. Leck mich. Hey, du musst einfach mal einsehen, dass... Ich wollte wirklich keinen Streit provozieren. Ja, wie ich Andi kenne, ist er irgendwann klar, aber dann ist es zu spät. Ich will wissen, wie die Adoption damals abgelaufen ist. Jetzt. Du hattest schon viele schlechte Ideen in deinem Leben. Aber das ist definitiv eine davon. Ich habe dich nicht um deine Meinung gebeten, sondern um eine Auskunft. Ich will meiner Tochter endlich die Wahrheit sagen. Wir hatten eine Abmachung. Ich habe dir geholfen. Und wir wollten nie wieder darüber reden. Sag mir einfach den Namen der Agentur, bitte. Es gibt keine Agentur. Die Adoption war illegal. Ich verstehe nicht. Mann, 10.000 Mark hat der Entbindungsarzt bekommen.
weitere 10.000 der Standesbeamte und dann standen die Jakobs auf der Geburtsurkunde. Du hast irgendwelche Menschen bestochen? Und meine Tochter einfach weggegeben, ohne zu wissen, wohin? Nicht da rein, du blödes Mistding. Hi. Hi. Willst du reden? Hat dich mein Bruder geschickt? Ich wollte nur höflich sein. Eigentlich mache ich dich viel lieber im Billard fertig. Einverstanden? Ja, okay. Aber ich kann keine Mädchen weinen sehen. Und schon gar nicht dich. Das wird nicht passieren. Eher wirst du weinen. Um was spielen wir? Worauf du Lust hast. Wie wär's damit? Der Sieger hat einen Wunsch frei. Du weißt aber nicht, worauf du dich da einlässt, Süße. Wenn ich das gewusst hätte. Wie konntest du das tun? Ich hab dir vertraut. Ich weiß. Ich wollte dir helfen. Indem du mein Kind wildfremden Menschen in die Hand drückst? Die Jakobs haben wirklich einen guten Eindruck auf mich gemacht. Deine Tochter war in den besten Händen. Das konntest du gar nicht wissen. Du hast die Menschen überantwortet, die überhaupt nicht überprüft worden sind. Na, das trifft so etwa auf alle Eltern zu. Als ich dich im Krankenhaus gesehen habe, du warst so verzweifelt. Du hattest keine Hoffnung in die Zukunft mehr. Ich habe dich so noch nie gesehen. Ich musste eine Lösung finden. Dieser Mann hat dir doch das Herz gebrochen. Du hast doch Jahre gebraucht, bis du darüber hinweg warst. Bis du wieder auf die Beine gekommen bist. Wie hättest du denn da dich um ein Kind kümmern können? Ich habe Bella gesagt, dass ihre Mutter immer nur das Beste für sie im Sinn hatte. Wie soll sie mir denn das jetzt noch glauben? Mann, Leo, komm. Ha, Leo, da bist du ja. Na? Hier, komm. Schneller konnte ich wirklich nicht Pause machen. Was ist da so dringend? Ach du, ich hatte nur einfach wahnsinnig Sehnsucht nach dir. Echt jetzt? Ja. Wir haben auch Glück. Larissa wird uns nicht ständig bis heute Nachmittag auf einem Mädchen. Das ist umso besser. Ich muss unbedingt was trinken. Willst du auch was? Gern. Ich will mir nur die Hände waschen. Na klar. Meine Fresse, Alter. Was war das denn? Spielst du mir bitte noch mal einen Song von dir? Schon wieder? Ja, weil wenn du spielst, Leo, das ist wie... Ich meine, das ist wirklich wie Watte. Da... Ey, von innen, da werde ich ganz verrückt. Weil du singst, das ist wirklich wie... Leon... Ich bin dafür jetzt gerade echt nicht in der Stimmung. Ja. Und Leo, bitte. Okay. Und was muss ich tun, damit du in Stimmung kommst? Ja. Leo, bitte. Tja, das war wohl nix. Mach besser. Du übernimmst meinen Putzdienst bis 2028.
Umziehen zwar nicht ernst gemeint. Müll runtertragen reicht. Und jetzt sag nicht wieder, du hättest mich gewinnen lassen. Nein, nein, ist schon okay. Gratuliere. Der Müll ist übrigens voll und stinkt. Ach komm. Hast du denn keine eigenen Ideen? Du kannst dir was wünschen von mir. Egal, was du willst. Na dann, Na dann was? Schlüssel für deinen Wagen. Kleine Spritztour. Und du darfst mitkommen. Aber Vorsicht. Mein Wagen braucht ganz viel Liebe. Leo, das ist... Was bist du denn so verkrampft die ganze Zeit? Na, weil... Ich meine, was ist denn, wenn jetzt irgendwie Clarissa doch reinkommt? Oder Papa, ich meine, das wär mindestens genauso peinlich. Clarissa Meeting und Papa hat den ganzen Tag Dienst. Trotzdem... Okay, dann lass uns nach nebenan gehen. Komm. Leo, jetzt warte mal, setz dich mal hin. Weil... Setz dich hin, Komm, jetzt wirf die Kiste an, es geht los. Was meinst du, was ich gerade probiere? Dann gib Gas. Ja, natürlich sehen wir uns Leonie an. Wenn dein Vater den Rechner in den Griff kriegt. Ja. Was? Wieso macht Papa das denn? Worauf wartet ihr eigentlich noch? Männer und Technik, wirklich. Ja gut, Mama, dann... Ja, danke. Viel Spaß, ja? Ja, bis später. Tschüss. Also, pass auf, du musst für mich spielen. Weil wenn du für mich spielst, das ist wie Sex. Wirklich wahr? Da bist du mir so nahe. Du zeigst mir deine innersten Gefühle. Das ist... Da werde ich richtig weich. Bitte, Leo, du musst für mich spielen. Papa, soll ich mal versuchen? Nein. Das ist der falsche Eingang. Soll ich jetzt mal? So. Warte. Ich muss mich ja erst richtig hinsetzen, ne? So. Ah, geht doch. Entschuldigung, dürfte ich mal kurz um Ruhe bitten? Das ist unsere Freundin Leonie Richter. I can see the world spins on. It's just a matter of time. But I feel there's something wrong. I can see it in your eyes. Once your feelings were so strong. It's just a matter of life. Once I knew where I belong. I could see it in your smile. Das ist ja schönes Lied. Please, please, my dear. Die Gitarre habe ich hier repariert. Hoffentlich hat Timo ihr das gesagt. Wieso sollte er? Ja, wieso denn nicht? Ja, das hört man auch, dass du die repariert hast. We go too far. I don't think so. Please don't break my heart. Don't let me go. Did we go too far? I don't think so. Please don't break my heart. Don't let me go. Please don't let me go. Es war mein Baby. Wie konntest du das tun? Weißt du überhaupt, was eine legale Adoption bedeutet? Sie hatten lange Gespräche mit dir geführt, dich immer wieder gefragt, ob du dieses Kind wirklich weggeben willst. Ja, vielleicht hätte ich es mir dann auch noch überlegt. Das konnte ich nicht riskieren. Ich hatte Angst um dich. Was hätte ich denn machen sollen? Du warst doch meine Freundin.
Did we go too far? I don't think so. Please don't break my heart. Don't let me go. Did we go too far? Mach weiter. Das glaube ich jetzt nicht. Oh. Oh, jetzt hast du die Kamera entdeckt. Das ist jetzt vielleicht nicht das, was... Flippe jetzt bitte nicht aus, Kleiner, okay? Ich wollte dir eigentlich nur helfen. Ich habe gedacht, mit deinem Lampenfieber, wenn du vielleicht vor... Wie? Ist das, was ich denke? Wie, die weiß nicht, dass sie online ist, dass sie live ist? Mm-mm. Du findest mich, ohne mich zu fragen, wie auf Mallorca. Komm, Papa, lass mal. Nein, lass mal an, lass mal an. Boah, das ist echt peinlich. Nee, mach auf. Ja, bitte. Lass das jetzt an. Nee. Ich will das jetzt sehen. Mach das aus. Wir sind im Netz. Live. Jetzt. Jetzt beeil dich doch mal. Also Leo, jetzt bleib doch mal hier. Selber gesagt, gekniffen wird. Nein, das ist völlig falsch verstanden. So eine Kupplung ist echt schwer zu handeln. Und wer sich damit nicht auskennt... Nein, jetzt gehört dein Baby mir. Hey, Charlie! Hi, Charlie. Hallo, ihr zwei. Nur eine kurze Tour. Hey, Hallo. danke, dass du doch noch mit Bella geredet hast. Ja. Sie hat mir erzählt, dass ihr am Grab von ihrer Mutter wart. Ich glaube, diese Begegnung und die ganzen Infos, das war echt sehr wichtig für sie. Schön. Dann hat sich Ihr Besuch in Düsseldorf ja doch gelohnt. Natürlich abgesehen davon, dass sie dich kennengelernt hat. Das weißt du ja noch gar nicht. Bella wird hier bleiben, bei mir in Düsseldorf. Ah. Hey. Na, heißt wahrscheinlich, dass du auch Bescheid weißt. Und wahrscheinlich auch Emilie und was weiß ich wer noch alles. Leonie, du warst toll. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich deine Freundin bin. Die waren alle total begeistert von dir. Definiere alle. Die Gäste im No Limits? Toll. Und wahrscheinlich habt ihr auch noch irgendwo eine große Leinwand aufgebaut. Nicht dein Ernst. Leonie. Sag mal, tickt ihr noch ganz sauber? Hab ich mich nicht beim Vorentscheid schon genug blamiert? Nein, diesmal nicht. Ich schwör's dir. Die Leute fanden deine Performance genial. Vor allem von dem Teil, an dem ich Timo rund gemacht habe. Es waren alle auf deiner Seite. Du hättest mal die weiblichen Gäste hören sollen, wie sie Timos Aktion fanden. Ich dachte, wenn du dir die Kommentare nicht alleine durchlesen willst... Leonie, alle Künstler haben Lampenfieber. Kim, ich muss jetzt wirklich weiterarbeiten. Erst wenn du dir das angesehen hast. Kim. Leonie, ich glaub dir einfach nicht, dass dich das alles völlig kalt lässt. Was steht da? Nichts Besonderes. Was willst du eigentlich hier? Bella, was ist das für eine linke Nummer? Andi. Du schläfst mich hier zu Arnos Grab? Hast du das mit Daniel überlegt? Nein, das war meine Idee. Ich war heute schon mal hier. Am Grab meiner leiblichen Mutter mit Charlie. Und was Charlie mir da erzählt hat, ich war nicht darauf vorbereitet. Das war verdammt hart. So hart, dass ich es am Schluss gar nicht mehr ausgehalten habe.
Das war auch extrem wichtig für mich. Andi, wir haben alle unsere Ängste. Manchmal zimmern wir uns dann so unsere eigene Wahrheit zusammen, nur aus Angst vor der direkten Konfrontation. Aber ich habe heute gemerkt, diese Konfrontation, das hat was unglaublich Befreiendes. Ich kann jetzt endlich mit meiner leiblichen Mutter abschließen. Leonie, ich möchte ein Kind von dir. Denkt sich wahrscheinlich jetzt, wo sie Single ist. Ich hoffe, das war ein Scherz. Ich gehe doch mal. Hey. Ich muss mich um die Stofflieferung kümmern. Leo, kann ich kurz mit dir reden? Musst du nicht auf Sendung? Leonie macht dich live zum Fallobst Teil 2. Aber jetzt warte doch mal. Ich meine, ich habe das doch nur gemacht, um dir zu zeigen, dass deine Panik vor einem Reinfall, dass das reine Kopfsache ist. Und wenn du denkst, es geht schief, na ja, klar, schwupps, dann geht's schief. Stimmt. Genau so ist das bei mir. Ja, aber ich verstehe nicht, warum. Du hast ja die Kommentare gelesen. Gefallen die dir nicht? Doch, besonders der eine. Timo ist ein Vollpfosten. Und irgendwie süß. Findest du das auch? Dass du ein Vollpfosten bist? Absolut. Und das mit dem Süß? Ich will mal drüber nachdenken. Später vielleicht. Leo. Es tut mir leid. Ehrlich. Und ich schwöre dir auf Opas Fliegerjacke, dass ich nie wieder dich mit irgendwelchen Auftritten nerven werde. Ich will gar nicht wissen, wie viele Kommentare du gefaked hast. Nur den mit ich will ein Kind von dir. Ich hab dich lieb. Ich dich doch auch. Okay, ich war hier, wir können wieder. Einen Moment noch. Als meine Mutter damals gestorben ist, also die, bei der ich aufgewachsen bin, da war sie am Schluss zu schwach, noch irgendwas zu sagen. Kannst du dir vorstellen, wie oft ich ihre Sachen durchsucht habe? Auch als sie schon jahrelang auf dem Dachboden in Kisten standen. Ich habe immer gehofft, irgendwann sowas zu finden. Ich schau zurück auf eine wunderschöne Zeit. Er wollte, dass du weißt, was drin steht. Warst die Zuflucht und die Wiege meines Es geht dir dann Seins. bestimmt besser. Hast gekämpft und jeden Moment mit mir geteilt. Ich bin stolz, auch jetzt bei dir zu sein. Ich fange ein Bild von dir und schließ die Augen zu. Dann sind die Räume nicht mehr leer. Lass alles andere einfach ruhen. Ich fange ein Bild von dir. Und dieser eine Augenblick bleibt mein gedanklicher Besitz. Den kriegt der Himmel nicht zurück.